Ich gebe mir Mühe. Hey, wir sind Lukas, Lilly und ja. und wir werden ganz häufig gefragt, was sind so die Sachen, die Anfänger beim Klettern beachten sollten. Und wir wollen euch heute einfach mal unsere 10 Top-Tipps präsentieren, wie ihr als Anfänger ganz leicht und ohne viel Mühe eure Ergebnisse beim Bouldern verbessern könnt. Der erste Tipp und gleichzeitig auch das Wichtigste für die meisten Anfänger ist, überlegt euch, wie ihr eure Füße benutzt. Ein Fehler, den die meisten Anfänger machen, so wie Lilly das jetzt simuliert ist, dass ganz viele nicht mit der Fußspitze, also mit dem Zeh antreten, sondern mit dem Mittelfuß. Was ist das Problem, wenn wir mit dem Mittelfuß antreten? Zum einen, wir rutschen ganz leicht von Tritten ab. Und zum anderen, wir haben auch ganz häufig Schwierigkeiten beim Weiterklettern, weil wir unseren Fuß auf dem Tritt nicht mehr bewegen können. Das heißt, wenn wir mit dem Mittelfuß antreten und den Fuß drehen wollen, dann blockieren wir uns häufig mit dem Fuß an der Wand selbst. Das heißt, achtet darauf, dass ihr den Fuß auf dem jeweiligen Tritt so platziert, dass ihr einen gewissen Bewegungsspielraum habt. Bei den meisten Tritten ist das, dass ihr ungefähr mit dem großen Zeh steht und dass ihr genug Zug auf den Tritt bringen könnt. Wenn ihr dann genug Zug auf dem Tritt habt, dann könnt ihr auch ganz entspannt zum Beispiel eure Füße auf dem Tritt tauschen. Ein weiterer Tipp, der für Anfänger super wichtig ist und der ganz eng mit dem Tipp vorher zusammenhängt, ist die Frage danach, wie wir Griffe richtig belasten. Jeder Klettergriff hat in der Regel eine, manchmal 2 Belastungsrichtungen, die optimal sind und ganz viele andere mögliche Belastungsrichtungen, bei denen wir viel mehr Kraft brauchen, um den Griff festzuhalten. Wenn wir zum Beispiel die Belastungsrichtung von Seitgriffen falsch wählen und auf der falschen Seite vom Seitgriff hängen, dann ist es deutlich schwerer, den Griff festzuhalten, als wenn wir die Belastungsrichtung des Griffes richtig wählen. Das heißt, die Richtung, in die wir ziehen müssen, damit wir am einfachsten Zug auf den Griff bekommen können. Also schaut euch vorm Boulder an, in welche Richtung Griffe am leichtesten belastbar sind und klettert dann dementsprechend. Was Joschka jetzt vormacht, ist ein weiterer sehr typischer Anfängerfehler, und zwar das Nichtbenutzen der Beine. Das ist was, das häufig Männern passiert, die anfangen mit dem Klettern und im Oberkörper schon sehr stark sind, aber noch keine Ahnung haben, was die mit ihren Beinen anfangen sollen. Das heißt, die klettern ganz lang, bis sie vollkommen überstreckt sind und holen dann irgendwie die Beine nach und die ganze Hubkraft, um nach oben zu kommen, wird aus den Armen generiert. Was ist die Alternative dazu? Guckt, dass ihr eure großen Muskelgruppen in den Beinen aktiviert bekommt, die Füße stellt und Hubarbeit vor allem aus den Beinen leistet. Das ist beim Klettern natürlich nicht immer möglich. Klettern ist ein Sport, der sehr armlastig ist. Also glaubt niemandem, der sagt, ihr könntet alles am langen Arm klettern, aber ihr könnt eure Arme immer sehr gut unterstützen, indem ihr eure Beine benutzt. Den nächsten Tipp haben wir mit Losziehen ist wichtiger als Ankommen beschrieben. Ganz viele Anfänger haben vor allem an guten Griffen das Problem, dass sie nicht so komfortabel damit sind, von guten Griffen explosiv wegzuziehen und lieber an den guten Griffen erstmal so weit ziehen, wie sie können. Das Problem ist, wenn sie an den guten Griffen so weit ziehen, wie sie können, dass sie sich selber in eine super ungünstige Situation manövrieren, um weiterzugreifen. Häufig sehen wir dann Leute, die an der Wand hängen und mehrfach versuchen, sich in irgendeine Position zu ziehen, ohne dann in der Lage zu sein, einen Arm zu lösen, um zum nächsten Griff zu greifen. Deswegen versucht einfach mal, wenn ihr einen guten Griff in der Hand habt, so zu klettern, dass ihr immer einen Impuls auslösen könnt, um zum nächsten Griff zu kommen. Dabei ist gar nicht so wichtig, ob ihr jetzt beim nächsten Griff ankommt, ob ihr den Zug schafft oder nicht. Wichtig ist nur, dass ihr es vermeidet, so zauderig in der Wand zu hängen und ganz viele Züge an einem Griff zu machen, ohne jemals eine Hand zu lösen. Ein weiteres Missverständnis, das bei Anfängern häufig vorliegt, ist, dass wir das Gefühl haben, beim Klettern geht es vor allem darum, Kraft nach oben zu entwickeln. Ganz häufig geht es beim Klettern darum, die Kraft nicht erstmal nach oben zu entwickeln, sondern zur Wand zu bringen. Und das, was uns dabei am meisten hilft, ist unsere Hüfte. Ganz viele Anfänger klettern erstmal so, dass sie an den Griffen komfortabel hängen, aber so weit weg wie möglich von der Wand, oder dass sie sich nicht trauen, die Hüfte nah zur Wand zu bringen. Dabei ist es häufig viel leichter, die Hüfte über Griffe zu schieben, um mit der Nähe zur Wand zu arbeiten und dann die Beine auch einsetzen zu können, um nach oben zu kommen. Zwei Utensilien, die für Anfänger besonders wichtig sind, Utensilien, die jeder Kletterer, der ein bisschen länger klettert, regelmäßig benutzt, die trotzdem häufig, gerade von denen, die die ersten Mal in der Kletterhalle sind, missachtet werden, sind diese beiden. Ein Chalkbag, idealerweise gefüllt mit Chalk, und eine Bürste, um die Griffe zu putzen. Das heißt, bitte kümmert euch darum, dass eure Finger, bevor ihr in den Boulder einsteigt, nicht so aussehen, sondern gechalkt sind
trocken und sauber sind, damit ihr die Griffe nicht besonders zuschmiert. Und gerade wenn ihr viele Versuche in einem Boulder macht, dann werdet ihr merken, eure Haut wird weicher in genau der Belastung und eure Haut fängt mehr an zu schmieren auf den Griffen. Und dabei hilft es nicht nur für euch, damit ihr mehr Reibung habt, sondern auch als Komfort für die, die nach euch klettern, wenn ihr regelmäßig in den Versuchen oder zwischen den Versuchen eure Griffe putzt. In den meisten Kletterhallen liegen so Bürsten aus. Wenn nicht, gehört das aus meiner Sicht zur Grundausstattung eines jeden Boulderers dazu, dass ihr euch 1 oder 2 Bürsten anschafft, mit denen ihr die Griffe nach euren Versuchen sauber machen könnt. Dabei gibt es Bürsten in verschiedenen Formen und Farben. In den meisten Kletterhallen hängen so Stockbürsten oder Stabbürsten aus, in denen ihr auch Griffe putzen könnt, die weit weg sind. Wenn sowas nicht vorhanden ist, tut es zur Not auch Lillys Baby Love Bürste. Hauptsache, ihr bekommt die Griffe irgendwie sauber. Eine Sache, die die meisten von uns schmerzlich gelernt haben, ist die, dass Pause machen beim Bouldern extrem wichtig ist. Was wir häufig nicht auf dem Schirm haben, ist, Bouldern ist ein super maximalkräftiger Sport und wir brauchen zwischen Versuchen in schweren Bouldern, in Projekten von uns, ganz viel Zeit, um uns zu erholen. In den meisten Fällen haben wir so viel Bock zu klettern, dass wir, nachdem wir gefallen sind, einfach wieder einsteigen. Die Konsequenz ist, unsere Muskeln sind nicht bereit, wir vergessen zu chalken, wir sind platt und vielleicht am allerschlimmsten, gerade bei reibungsabhängigen Bouldern, auf Volumen oder an großen Griffen, wird die Haut weich und wir fangen an, auf den Griffen zu schmieren. Also nehmt euch tatsächlich die Zeit, nach jedem Go ein bisschen Pause zu machen, gebt eurem Körper die Zeit, euch zu erholen und gebt der Haut die Zeit, um wieder ein bisschen härter zu werden. Dann habt ihr auch länger Spaß am Klettern und nicht nach jeder Session blutige Finger. Wenn ihr merkt, dass ihr Schwierigkeiten damit habt, Pause zu machen, was für die allermeisten Menschen übrigens nicht nur Anfänger zutrifft, dann hilft euch der Tipp von eben, nämlich putzen und chalken. Gewöhnt euch einfach eine Routine an, in der ihr nach jedem Go eure Hände chalkt und alle Griffe, die für euch in dem Boulder relevant sind, putzt. Dann habt ihr zumindest mal 30 Sekunden, 1 Minute Pause, bevor ihr das nächste Mal in den Boulder einsteigt und eine höhere Chance, den Boulder durchzusteigen. Eine Sache, die wichtig ist, Bouldern ist ein sozialer Sport. Bouldern wird zwar alleine an der Wand gemacht, aber die allermeisten entwickeln sich schneller, wenn sie mit anderen zusammen bouldern. Häufig ist es dabei hilfreich, sich am Anfang jemanden zu suchen, der schon ein bisschen länger bouldert, der weiß, wie es ungefähr geht, der einem Routen ansagen kann. Was aber auch immer ein guter Effekt ist, sucht euch jemanden, der als Boulderer ganz anders ist als ihr. Wie zum Beispiel bei Lilly und Josh. Joschka ist total stark, kann wahnsinnig gut festhalten, kann wahnsinnig gut hangeln, kann super explosive Züge und Lilly kann das kein bisschen, ist dafür aber eine fantastische Kletterin, sodass zum Beispiel Joschka in athletischen Bouldern Lilly unterstützen kann, dabei die Boulder hochzukommen und Lilly Joschka auf Platten oder in Bouldern mit schwierigen Trittsequenzen und auf Volumen unterstützen kann, Boulder hochzukommen. So ergänzt ihr euch ein bisschen und lauft auch nicht in die Falle, dass ihr immer nur die Sachen probiert, die euch sowieso liegen, sondern auch mal die Sachen mitklettert, die für euch ein bisschen unangenehm sind. Das macht euch perspektivisch zu einem ganzheitlichen Kletterer und dann auch mehr Spaß. Der wichtigste Tipp und deswegen der Tipp zum Abschluss ist der, beim Klettern gibt es keine Regeln. Jeder klettert auf seine Art und Weise und bleibt neugierig, probiert euch aus. Ganz viele entwickeln sich ganz schnell in eine Richtung und denken, nur eine bestimmte Art zu klettern ist die richtige, bekommen beigebracht. Ihr müsst immer den Arm lang lassen oder ihr müsst immer darauf achten, dass ihr euch auf eine bestimmte Art und Weise eindreht. Jeder Kletterer ist verschieden, jeder Körper ist verschieden. Habt Spaß daran, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ihr werdet feststellen, manchmal werdet ihr Boulder ganz anders klettern als eure Freunde, manchmal werdet ihr genauso klettern wie eure Freunde. Jeder hat beim Klettern seine Arten und Weisen, sich zu entwickeln und lasst euch nicht stressen davon, dass bestimmte Sachen nicht klappen. Habt Spaß am Klettern und bleibt am Ball. Ja, das waren unsere Top 10 Tipps für Einsteiger, die gerade mit dem Klettern angefangen haben. Falls euch das Video gefallen hat, kommentiert doch einfach darunter, was für euch die Sachen sind, die in eurer Kletterentwicklung am wichtigsten sind, die Sachen sind, die ihr am liebsten macht. Lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und kommentiert drauf los, was das Zeug hält. Bis bald!